Geldanlage ETF, die Wunderwaffe an der Börse? Alternativen gibt es nicht. Wenn ich sehe, bei 8% Inflation, mit welcher Geldanlage wollen Sie was erreichen? ETFs sind für mich manchmal ein bisschen wie die Katze im Sack. Ich durchschaue nicht, was da wirklich drin ist. Fakt ist, kaum ein Anlageprodukt ist aktuell so beliebt wie ETFs. Der große Vorteil von ETFs gegenüber anderen Anlageformen ist ihre Transparenz und dass sie leicht zu verstehen sind und sind die niedrigen Kosten. Max will wissen, was steckt hinter dem Mythos ETF? Welche Fallstricke lauern bei dieser Geldanlage? ETF sei Dank, immer mehr Hessen trauen sich an die Börse und setzen dabei auf die passiven Indexfonds. Wir sind schon älter, da scheuen wir das Risiko. ETF? Also ETF? Wir sparen monatlich ein. Geht immer eine Rate aufs Konto und dann in einen ausgewählten ETF. Also zum einen kann man bei den ETFs, je nachdem wo man das Depot aufmacht, ja auch selber managen, wenn man das möchte. Also da haben wir für ihn jetzt eins, das managt sein Opa quasi selber, weil er sich ein bisschen auskennt mit dem Aktienmarkt. Und so nimmt der ETF-Boom kein Ende. Vor 15 Jahren verwalteten die passiven Indexfonds in Deutschland noch die überschaubare Summe von 7,5 Milliarden Euro. Ende 2021 hielten deutsche Privatanleger rund 38,4 Milliarden Euro in ETFs. Verbraucherschützer und Finanzinfluencer empfehlen unisono ETFs. Einer von ihnen ist Simon Schöbel. Er betreibt Finanzkanäle auf Social Media. Unter anderem unterstützt er auch Your Money vom Hessischen Rundfunk. Natürlich sind ETFs generell ein sehr, sehr gutes Finanzprodukt, weil es die Zugangsbarrieren für junge Anleger vor allem sehr, sehr nach unten geschraubt hat. Es ist kostengünstig und man kann eben mit einem Investment in ganz, ganz viele Unternehmen auf einmal investieren. Außerdem können Anleger täglich aber auch wieder aussteigen. Es gibt keine Mindestlaufzeiten. Doch gerade in diesen Vorteilen der passiven Anlageform sieht Edda Vogt auch einen großen Nachteil. Sie arbeitet seit 20 Jahren in der Finanzbranche und betreut die Kommunikationskanäle der Börse Frankfurt. Genauso lange beschäftigt sie sich mit dem Thema ETF. Sie sagt, ETFs verleiten zum Zocken. Die Transparenz und die Einfachkeit und die niedrigen Kosten verleiten auch zu Überaktivität. Da gibt es einen schönen alten Satz, hin und her macht Taschen leer. Und tatsächlich neigen gerade Einsteiger dazu, am Anfang zu gucken, ob sie nicht doch ein bisschen besser sind als der Markt. Oh, ich glaube jetzt der Markt fällt, dann verkaufe ich mal, dann kann ich ja unten wieder nachkaufen. Funktioniert im Schnitt nicht. Wird also die eigentlich passive Anlage ETF zum aktiven Handeln genutzt, verliert sie ihren Vorteil. Denn auch bei weltweiter Streuung gab es schon Kursrückgänge von bis zu 50%. Zwar sind die Kurse nach jedem Crash auch wieder gestiegen, aber eine Verlustphase konnte in der Vergangenheit auch einmal bis zu 15 Jahre andauern. Langfristig bedeutet wirklich langfristig, also über Jahrzehnte und nicht nur über ein Jahr investieren. Das heißt, über ein Jahr zu erwarten, dass man mit ETFs 7-8% Rendite macht, das wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht eintreten. Je öfter man ins Portfolio schaut, desto schlechter sind dann die Ergebnisse der Anleger. Also irgendwie täglich ins Portfolio zu schauen, ist gar keine gute Möglichkeit, sondern man sollte auch da wieder eigentlich nur alle 3 bis 6 Monate ins Portfolio schauen, also wirklich relativ selten. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Die Finanztester und Dienstleister sagen ETF, nehmen Sie ETF, dann haben Sie sicher. Das stimmt nicht. Das ist nicht meine Erfahrung. Ich habe auch Minus bei ETFs und deswegen habe ich das sehr beschränkt. Die Schwankungen sind so extrem im Moment. Ich weiß nicht, wann das zur Ruhe kommen wird, aber im Moment ist es am besten nicht reingucken. Augen zu und durch. Sieht man aber den ETF als langfristige Geldanlage und lässt ihn mindestens 15 Jahre liegen, beträgt die Rendite basierend auf historischen Erfahrungen rund 6% pro Jahr. Eine wichtige Regel für eine gute Rendite: Der ETF sollte auf viele Wirtschaftsbereiche breit gestreut sein, um Kursverluste einzelner Unternehmen schnell ausgleichen zu können. Der Nachteil: Es gibt keine Unternehmen nach Wahl. Der Anleger muss nehmen, was der Fonds ihm vorgibt. Sei es jetzt Nestlé, sei es Rüstungsindustrie etc. Sie können den nicht aktiv da rausnehmen. Also die Grundidee vom ETF, passiv wird einem Index gefolgt. Indizes sind ganz reguliert, die sind nach festen Regeln und nachvollziehbaren Regeln zusammengesetzt. Und das ist der Charme eigentlich des Ganzen.
Doch bei mittlerweile 8000 unterschiedlichen ETFs sollte für jeden etwas dabei sein. Wichtig bleibt die breite Streuung. Hat man den passenden ETF gefunden, hält man viele Anteile an Aktien. Beim ETF hat man allerdings kein Stimmrecht, um bei wichtigen Unternehmensentscheidungen mitreden zu können, sondern tritt dieses an die Fondsgesellschaft ab. Handeln die in unserem Sinne? Die Fondsgesellschaft BlackRock, die die meisten ETFs weltweit verwaltet, schreibt dazu: Bei Aktionärsversammlungen nehmen wir das Stimmrecht für unsere Kunden wahr. Unser Investmentteam arbeitet eng mit unseren BlackRock-Fondsmanagern zusammen, damit ökologische, soziale und Governance-Themen angemessen im Anlageprozess berücksichtigt werden. Zum Beispiel BlackRock hat 13.000 Unternehmen im Portfolio und 75 Leute, die diese Stimmrechte wahrnehmen sollen. Jetzt können Sie sich ungefähr vorstellen, wie viel Zeit da der Einzelne für ein Unternehmen hat. Rein prinzipiell stimmt, das ist der Vorteil eines direkten Aktieninvestments, dass ich quasi Anteile direkt an diesem Unternehmen halte und Mitspracherecht habe. Natürlich ist das für Kleinanleger irgendwo auch immer begrenzt, aber das wäre quasi ein Punkt, der direkt für Einzelaktieninvestment sprechen würde. Ich glaube allerdings, der normale Anleger, der schaut ein kleines bisschen mehr darauf, wie kann ich mein Risiko minimieren und gleichzeitig die Rendite erhöhen. Wer die 3 goldenen Regeln befolgt, auf niedrige Kosten achten, den ETF als lange Anlage sehen und die Fonds breit streuen, kann mit einem ETF nichts falsch machen und sich langfristig auf gute Renditen freuen.